Es ist Dienstagmorgen und wir werden diesen wunderbaren Platz jetzt verlassen Richtung Saragossa. Die Wolken sind zugezogen, es hat zu regnen begonnen. Mittlerweile hat es aber wieder aufgehört. Wir werden jetzt noch Grauwasser entsorgen, Frischwasser auffüllen und dann Richtung Süden fahren, Richtung Saragossa. Willkommen zum 5. Teil unserer Überwinterungstour 25-26. In diesem Video nehmen wir euch mit zum Palast von Olite und nach Ribaforada, einem eher unbekannten Dorf im Osten von Spanien. Rechts Richtung Calle Biodana, Calle Trinitarius abbiegen, dann rechts abbiegen auf Calle Biodana. Nach einem Zwischenstopp für einen kleineren Einkauf in einer Lebensmittelkette, die ihren Ursprung in Deutschland hat, fahren wir nun nach Olite. Dort gibt es einen Palast, den es sich anzuschauen lohnt. Wir sind hier in Olite. Leider spielt das Wetter nicht so mit, wie wir das uns vorgestellt haben. Aber wir besuchen jetzt den bekannten Palazzo del Blablabla. Wie heißt der? Alde Olite. Wir besuchen jetzt den Ort Olite und schauen uns mal den Palazzo an. Fifi hat momentan keinen Bock, weil er den Mantel tragen muss, weil es relativ kühl ist. Im Hintergrund sehen wir das Wahrzeichen dieses Ortes, nämlich den Palazzo Real de Olite. Der Boden hier in der Gegend, also die Mutterscholle, ist mehrheitlich gelb, hell ockerfarben. Und das widerspiegelt sich doch auch unschwer in den Häusern und den Gebäuden. Der Königspalast war im 15. Jahrhundert die Residenz der Könige von Navarra. Seine heutige Form verdankt er vor allem König Karl III. Das Schloss ist berühmt für sein geplantes Chaos. Da es über Jahrzehnte hinweg erweitert wurde, gibt es keine einheitliche Symmetrie. Stattdessen finden wir ein Labyrinth aus Türmen, Gärten, Höfen und Galerien. Die Anlage besteht aus dem alten und neuen Palast. Während der alte aus dem 13. Jahrhundert stammt, wurde der neue in den Jahren um 1402 bis 1424 erbaut. Olite selbst ist eine charmante mittelalterliche Kleinstadt mit etwa 4000 Einwohnern, die eng mit der Geschichte des Palastes und dem Weinbau verbunden ist. Die Altstadt besteht aus engen Gassen, herrschaftlichen Wappenhäusern und Resten der römischen Stadtmauer. Olite gilt als die Weinhauptstadt von Navarra. Überall im Ort finden wir Bodegas. Das milde Klima der Region sorgt für hervorragende Rosé- und Rotweine. Wir sind wieder zurück von der Visite des Palazzo Real de Olite.
Es war sehr eindrücklich. Also wenn ihr mal in der Gegend seid und hier vorbeifährt Richtung Saragossa, dann besucht doch diesen geschichtsträchtigen Ort. Sehr, sehr zu empfehlen. Da der Diesel langsam zur Neige geht, fahren wir nun nach Tudela, eine der günstigsten Tankstellen an, wo der Diesel 1,29 € kostet. Dafür nehmen wir auch einen Umweg auf uns von etwa 250 Kilometern. Stimmt natürlich nicht. Wir fahren sowieso nach Tudela. Wir haben jetzt hier getankt bei der Plenarci-Tankstelle und der Mostpreis beträgt 1,28 €. Wir sind jetzt hier bei Nacht und Nebel angekommen auf diesem wunderschönen Stellplatz. Hier hat es Platz für 4 Fahrzeuge bzw. 5, wenn man etwas enger stehen möchte. Und hier im Hintergrund einen sensationellen Skatepark. Leider haben wir unsere Skateboards nicht dabei, dafür aber unsere Fahrräder. Mal schauen, was sich morgen damit anfangen lässt. Guten Morgen! Wir sind hier in Ribaforada. Das ist ein mehr oder weniger unbedeutendes Dorf zwischen Pamplona und Saragossa. Hat aber trotz allem einen wunderbaren Wohnmobilstellplatz für 4 bzw. 5 Fahrzeuge. Und sie haben keine Kosten und Mühen gescheut, hier auch einen sensationellen Skatepark hinzustellen. Hier hat es auch ein öffentliches WC, sehr vorbildlich für Leute, die kein WC an Bord haben. Obwohl das eine relativ unbedeutende Kleinstadt oder ein Dorf ist, hat sich die Gemeinde nicht lumpen lassen und hier noch diverse Outdoor-Geräte hingestellt. Es geht weiter mit einem wunderbaren Föhrenwald, der einem Park ähnelt, wo sich Hunde grenzenlos austoben können. Ja, da wünschte man sich doch, man wäre ein Hund. Wenn man mit Kindern unterwegs ist, hat es auch hier einen formidablen Kinderspielplatz. Da wünschte man sich, man wäre noch mal Kind. Und zu guter Letzt diese atemberaubende, grandiose Aussicht auf die Ebene, wo der Rio, wie heißt es? Canal Imperial de Aragon. Diese überwältigend grandiose Aussicht auf das spanische Umland. Im Hintergrund sieht man sehr schön den Canal Imperial de Aragon. Wir sind jetzt noch auf unserer Hunderunde und offenbar gefällt das Fifi sehr, sehr gut hier. Hier gibt es auch die sogenannten Zona de Perros. Das sind die Hundezonen, dort wo sich Hunde frei bewegen dürfen. Sehr vorbildlich. Mir gefällt es sehr gut hier. Nur das Einzige, was meiner Meinung nach ein bisschen stört, sind die unzähligen Windräder, die das Landschaftsbild doch etwas verschandeln.
Es gibt ja auch einen Ver- und Entsorgebereich, sehr vorbildlich von der Gemeinde. Da könnte sich doch die Schweiz mal ein Beispiel nehmen, wie sowas auszusehen hat. Ribaforada ist ein 3700 Seelenort im Nordosten Spaniens. Er liegt auf 255 Meter Höhe in der fruchtbaren Ebene des Ebro-Tals, einer Region, die als La Ribera bekannt ist und für ihre Landwirtschaft geschätzt wird. Das Wetter hat sich eingetrübt und wir dachten uns, wir fahren jetzt Richtung Zaragoza. Vom Stellplatz fahren wir entlang des Rio Ebro Richtung Südosten. Mit ca. 920 Kilometer ist der Rio Ebro nach dem Tajo der zweitlängste Fluss der Iberischen Halbinsel und der längste, der ausschließlich auf spanischem Staatsgebiet verläuft. Er entspringt im Kantabrischen Gebirge und fließt in südöstlicher Richtung durch das Ebro-Tal, vorbei an Städten wie Logroño, Tudela und Zaragoza, bis er bei Tortosa in einem gewaltigen Delta ins Mittelmeer mündet. Wir sind jetzt auf diesem wunderbaren Stellplatz hier angekommen, sehr neu, direkt am Rio Ebro. Es war etwas kritisch durch das Dorf, weil die offizielle Einfahrt gesperrt ist. Da mussten wir unser Wohnmobil durchs Dorf quälen. Ich hatte kurzfristig Blut und Wasser geschwitzt. Morgen, wenn es hell wird, schauen wir uns das mal genauer an. In der Vorschau zum 6. Teil erfahrt ihr, wie es weitergeht und was wir Spannendes entdecken werden. Wenn ihr das auf keinen Fall verpassen wollt, dann seht ihr das demnächst auf diesem Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Hinter mir ist der legendäre Rio Ebro zu sehen. Obwohl dieses Dorf nicht wahnsinnig viel zu bieten hat, finde ich es sensationell. Diese Gemeinde macht wirklich sehr viel für die Bevölkerung. Hier am Rand dieses wunderbaren, unbedeutenden spanischen Dorfes sieht es doch gleich so aus. Wenn man hier durch dieses wunderbare Kiefernwäldchen kommt, wird man danach mit dieser grandiosen Aussicht belohnt.
Seht euch das mal an. Sensationell, oder nicht?